Die Ruine der Burg Hagenegg, französisch Château de Hagenegg, steht auf einem Granitfelsen westlich der elsässischen Ortschaft Wettelsheim im Departement Haut-Rhin. Die Höhenburg wurde in der Vergangenheit häufig mit der nahegelegenen, heute nur noch in geringen Resten vorhandenen Burg Haneck über Sulzbach-Liesbeins verwechselt. Die kleine Burg wurde Ende des 13. Jahrhunderts während einer Fehde stark beschädigt, aber wieder aufgebaut. Im 15. Jahrhundert ging sie durch mehrere Hände, ehe sie spätestens Mitte des 16. Jahrhunderts als Wohnsitz aufgegeben wurde. Im 17. Jahrhundert war sie bereits Ruine. Die Anlage gehört seit 1912 der Gemeinde Wettelsheim und steht seit dem 29. Januar 1923 als klassifiziertes Monument Historique unter Denkmalschutz. Sie ist für Besucher an bestimmten Tagen frei zugänglich. Die Burg dürfte im sehr frühen 13. Jahrhundert entstanden sein, wofür das Fehlen jeglicher gotischen Formen sprechen. Eine Familie, die sich nach der Burg benannte, wurde 1263 mit Burkhard von Hagenegg, einem Vasallen des Bischofs von Straßburg, erstmals urkundlich erwähnt. Die Anlage war gemeinsam mit der Herrschaft Rufach ein bischöfliches Lehen und fungierte vermutlich als deren nördlicher Grenzpunkt. Nach den Angaben in den Colmarer Annalen des Colmarer Dominikanerchronisten war die Familie von Hagenegg auch Erbauer der Burg. Wahrscheinlich war sie identisch mit den Herren von Wettelsheim, wofür nicht nur die Nähe zur Burg Wettelsheim spricht, sondern auch das gemeinsame Wappen mit einem gerauteten Schild. Im Jahre 1300 erfolgte der Verkauf des Castrum der Haguenecke an die Familie von Laubgassen, die 1294 ihren Stammsitz, die Burg Laubeck, verloren hatte. In einer Fehde gegen die Familie von Hattstadt und die mit ihnen verbündeten Herren von Hus wurde die Burg 1304 schwer beschädigt, aber wieder aufgebaut und sogar noch erweitert. Im 15. Jahrhundert war die kleine Anlage in der Hand verschiedener Besitzer, unter anderem der Herren von Rapoltstein, die sie von den Habsburgern zu Lehen trugen. Wilhelm I. von Rapoltstein vergab ein Drittel von Hagenegg 1478 als Afterlehen an Johann von Wettelsheim. Andere Besitzer waren die Familien Zorn und Landenberg, Ulrich Stör und die Herren von Rust. Letztere vertrieben Störs Burgvogt und blieben bis 1626 Besitzer der Burg. Allerdings war sie schon um die Mitte bis Ende des 15. Jahrhunderts verlassen worden. Ab 1640 wurde sie als Ruine beschrieben. Ab 1674 war die Colmarer Kommende des Johanniterordens Besitzerin von Hagenegg.
Während der Französischen Revolution als Nationalgut verkauft, wurde die Anlage im 19. Jahrhundert durch einen Forstbeamten als Wohnsitz genutzt. Sie wurde im Jahr 1912 für 42.000 Mark von der Gemeinde Wettelsheim erworben, die 1932 Erhaltungsmaßnahmen durchführte. Weitere Arbeiten fanden 1972 statt, ehe sich ab 1981 auf Initiative der Association pour la Restauration des Châteaux du Canton de Winsenheim, AG, eine umfassende Restaurierungskampagne anschloss. Die Ruine steht versteckt auf etwa 440 Metern Höhe über dem Meeresspiegel auf einem kleinen Berg über einem tief eingeschnittenen, bewaldeten Bachtal. Rund einen Kilometer Luftlinie entfernt steht nördlich die Burg Holandsberg. Die 3 Echsen befinden sich südlich in etwa 1,5 Kilometer Entfernung. Eigentlich war dies kein besonders vorteilhafter Standort, und er spiegelt gut die relativ niedrige Stellung seiner Erbauer wider. Die romanische Anlage besteht aus einer rechteckigen Kernburg und aus den wenigen Resten einer östlich davon liegenden Vorburg, die von einer äußeren Ringmauer umgeben war. Im Südwesten und Südosten ist Hageneck durch tiefe und breite Halsgräben gesichert. Die beiden übrigen Seiten sind durch steile Felshänge geschützt. Auffällig sind die kissenförmigen Buckelquader an den Ecken der inneren Ringmauer sowie am Bergfried und am Torgewände. Der quadratische Bergfried der Anlage mit einer Seitenlänge von 7 x 7 Metern ragt gleich links des Eingangs empor, der ehemals 22 Meter hoch gewesen ist. Dieser Turm war nicht bewohnbar, denn im Inneren, mit Ausnahme einer schmalen Wendeltreppe, ist er vollkommen massiv. Dem Bergfried gegenüber an der geschützten Nordostseite lag der zweigeschossige Palas der Burg, der etwa eine Hälfte des gesamten Kernburgareals einnahm. Das Obergeschoss wurde durch rundbogige Doppelfenster erhellt, von denen heute jedoch nur noch die stichbogigen Nischen mit breiten Seitensitzplatten vorhanden sind. An der nordwestlichen Wand ist von einer Wandsäule das Kapitell aus Granit erhalten. Sie ist der Rest eines dort ehemals installierten Kamins.